Bevor das Video anfängt, wollte ich mich schon mal im Voraus für das möglicherweise falsche Aussprechen einiger Namen entschuldigen. In diesem Video sehen wir uns die laut Europol gefährlichsten gesuchten Verbrecher an. Europol wurde offiziell am 1. Juli 1999 gegründet. Es wurde als europäische Polizeibehörde eingerichtet, um die Zusammenarbeit zwischen den Polizeikräften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu stärken und den Kampf gegen grenzüberschreitende Kriminalität zu unterstützen. Seitdem hat Europol eine wichtige Rolle bei der Koordinierung und Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit in der EU gespielt und hat sich seit ihrer Gründung vor mehr als 2 Jahrzehnten zu einer der bedeutendsten Institutionen im Bereich der Strafverfolgung entwickelt. Amin Quatra. Amin steht auf der Liste, da er am 1. Juni 2016 in Vejle, Dänemark, einen Mann in der Fußgängerzone getötet hat. Amin schnitt seinem Opfer die Kehle durch. 10 Tage später stand er bereits auf der EU Most Wanted List. Dennoch steht Amin immer noch an der Spitze seines Unternehmens 420 Headshop in Vejle, das laut Register Raucherzubehör verkauft. Rune Lund, ein Steuerberichterstatter von NHETS-Listen Dänemark, sagt dazu: Wir brauchen eine Erklärung, wie es sein kann, dass ein Unternehmen einfach weitermachen kann, wenn es keine Adresse für die Geschäftsführung gibt. Es scheint grotesk, dass diese Unternehmen nicht schon vor langer Zeit geschlossen wurden. Der Fall Amin Quatra ist das jüngste Beispiel für ein Unternehmen, dessen Management verschwunden ist. Anton Pitkowski-Sivkov. Der heute 56-jährige Anton Sivkov-Pitkowski hat am 12. Dezember 2001 zusammen mit einem Partner aus krimineller Vereinigung einen Geschäftsmann mit einem Maschinengewehr regelrecht hingerichtet. Ein paar Stunden später erschoss er auch seinen Komplizen, vermutlich um unentdeckt zu bleiben. Innerhalb weniger Tage wurde Pitkowski nach einer DNA-Untersuchung als der Täter erklärt. Doch Pitkowski verschwand, kurz bevor er die Bestätigung der lebenslangen Haftstrafe durch die letzte Instanz erhielt. Er verletzte sich auch selbst im Gesicht, um eine Identifizierung zu umgehen. Pitkowski wurde zuletzt 2012 gesehen. Abdel La Begazi Omar. Im April 2015 ging Omar mit einem jungen Mädchen zum Hippodrom, eine Rennstrecke. Dort angekommen, stoppte er das Fahrzeug und richtete den Innenraum des Autos so ein, dass der Zweck des Geschlechtsverkehrs erleichtert wurde. Omar bat das Mädchen, sich zu ihm auf den Rücksitz zu setzen und sagte ihr, dass er einen Dreier mit einem anderen Mädchen haben wollte und dass sie das tun müsse, weil sie seine Sklavin ist und er ihr Herr. Das Mädchen lehnte ab, stimmte dann aber aus Angst zu, da sie sah, dass Omar wütend wurde. Da sich das Mädchen weigerte, den Geschlechtsakt zu vollziehen, vergewaltigte Omar das Opfer auf brutalste Weise. Das Opfer erlitt im Zusammenhang mit den beschriebenen Ereignissen mehrere Körperverletzungen im Gesicht, an den Brüsten und an den Genitalien sowie eine posttraumatische Belastungsstörung. Farid Tolun. Farid war in den 1990ern Anführer einer kriminellen Vereinigung, deren besonders entschlossene und gewalttätige Mitglieder eine Reihe bewaffneter Raubüberfälle in der Region verübten. Später sei der Räuber dann zum Drogenhandel übergetreten. Farid ist seit 10 Jahren vom Radar der Justiz verschwunden. Er wurde 1998 wegen bewaffneten Raubüberfalls zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. 2012 wurde er wegen vorsätzlicher Tötung zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt, da er 2005 auf ein rivalisierendes Fahrzeug geschossen hatte. Der Fahrer starb und der Beifahrer wurde schwer verletzt. Laut Europol ist Farid ein besonders gefährlicher Mensch. Während seiner Flucht schoss er mehrmals auf die Polizei und gilt deshalb als besonders unberechenbar. Felix Omoregi. Felix Omoregi organisierte als Anführer einer kriminellen Vereinigung den Schmuggel junger, teilweise minderjähriger Mädchen. Die Opfer, die sich in einer prekären Situation befanden, wurden von der Organisation von Nigeria nach Italien geschmuggelt. Dort angekommen wurden die Opfer auf mehrere europäische Länder verteilt, wo sie zur Prostitution gezwungen wurden. Als Anführer entschied Felix, in welches Land die Opfer überstellt werden sollten und sammelte alle Einkünfte aus der Prostitution ein. Hamid Nur Idine G. Ibrahim. Hamid wird verdächtigt, am 11. März 2015 die 36-jährige maltische Staatsbürgerin Silvia Muscat getötet zu haben. Silvias Leiche wurde am 11. März 2015 auf ihrem Bett unter Bettdecken von ihrer Schwester aufgefunden.
Die Untersuchung ergab, dass das Opfer in derselben Wohnung ihres ehemaligen Partners Hamid Nur Eddine G. Ibrahim ermordet wurde. Die Autopsie ergab, dass das Opfer am selben Tag, an dem ihre Leiche entdeckt wurde, an insgesamt 5 Stichwunden starb. Hamid wurde vorher schon von einem Gericht verurteilt, sich seiner Frau nicht zu nähern. Sylvia hatte in der Vergangenheit bereits 3 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt gegen Hamid erstattet. Sylvia und Hamid waren in dem Prozess, sich zu trennen, nachdem sie 2014 geheiratet haben. Hamid flüchtete am 11. März 2015 von den Maltesischen Inseln, nur wenige Stunden bevor die Leiche entdeckt wurde. Es wurde bestätigt, dass er einen Flug nach Italien genommen hatte. Zuverlässige Quellen teilten der maltesischen Polizei jedoch mit, dass er einen Monat später in Dublin, Irland gesehen wurde, was sein letzter bekannter Aufenthaltsort ist. Abdullah Kaddour gilt als Tatverdächtiger eines gewaltigen Homecheckings in der Stadt Gonderingen, Luxemburg. Am 17. Dezember 2017 wurden eine Frau und ihre minderjährige Nichte in ihrem Haus von 2 Tätern angegriffen. Die Opfer wurden mit Messern bedroht, es wurden mehrere Schmuckstücke und eine kleine Geldsumme gestohlen. Außerdem zerstörten die Täter das Haustelefon, damit die Polizei nicht verständigt werden konnte. Am 2. Dezember 2019 wurde gegen den 1998 geborenen Abdullah Kaddour europäischer sowie internationaler Haftbefehl erlassen. Anfang 2023 mussten die beiden Komplizen von Abdullah Kaddour vor dem Gericht in Luxemburg erscheinen. Martin Josef Schabel. 2 Jahre lang soll Martin S. kiloweise Kokain und andere Drogen im Darknet über die Plattform Mr. Blow verkauft haben. Im Rahmen der Operation Deflate konnte die Tätergruppe rund um den 51-Jährigen gefasst werden. Martin selbst gelang jedoch die Flucht. Auf der mittlerweile beschlagnahmten Plattform Mr. Blow wurden 11.500 Bestellungen abgewickelt. Martin S. sowie die Tätergruppe gingen äußerst professionell um. Sie verkauften rund 60 Kilogramm Betäubungsmittel, 40 Kilogramm Kokain, der Rest betraf Cannabis, Amphetamin und Ecstasy. Bezahlt wurde mit der virtuellen Währung Bitcoin. Insgesamt sollen sie einen Gewinn von 2,5 Millionen Euro gemacht haben. Ein anonymer Ermittler sagte dazu, es wären auch 5,5 Millionen Euro drinnen. Martin S. gilt als bewaffnet und gefährlich. Mladen Samardzija. Mladen beteiligte sich als Mitglied einer internationalen kriminellen Gruppe, die im Rahmen einer größeren internationalen kriminellen Gruppe aus Montenegro unter dem Namen Kavachi-Clan operierte. Er koordinierte den Umgang und die Lieferung illegaler Drogen und Gelder und rekrutierte neue Mitglieder in die kriminellen Gruppen. Durch seine Straftaten hat er sich unrechtgemäß einen großen finanziellen Vorteil verschafft. Mladen wurde in der Nacht vom 18. auf den 19. September 2022 verhaftet, als es im Café Red and White Kafanica in Pale zu einer Schlägerei und Schießerei kam. Nach einem Angriff auf einen Polizisten mit seinem BMW X5-Wagen flüchtete Mladen vom Tatort. Aufgrund der schnellen Reaktion der Polizei wurde Mladen in der Gegend von Pale angehalten und festgenommen. In Mladens Fahrzeug wurden knapp 60.000 Euro Bargeld und 4 Mobiltelefone gefunden. Bereits im August 2020 geriet Mladen ins Visier der Ermittler, als verdeckte Ermittler Heroin von Mladens Kurieren erwarben und auf den Tütchen seine Fingerabdrücke entdeckt wurden. Die Einzelheiten, warum Mladen jetzt auf der Liste der Most Wanted steht, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Nikolai Sterev-Kurtschew. Der 54-Jährige wird gesucht, weil er als eines der wichtigsten Mitglieder einer internationalen Organisation ist, die sich dem Schmuggel großer Mengen illegaler Drogen in Containern von Südamerika nach Europa widmet. Die Organisation war auf den Import von Kokain spezialisiert, das in legalen Waren in Containern versteckt war, die aus Kolumbien verschifft wurden, unter dem Vorwand eines legalen Handels. Nach der Ankunft in Europa wurde die legale Ware an Labore geschickt, in denen die Drogen gewonnen wurden. Früher entsandte die Organisation einige Chemiker, um sicherzustellen, dass die größtmögliche Stoffmenge zurückgewonnen wird. Innerhalb Europas transportierten sie das Kokain in Fahrzeugen mit versteckten Fächern. Es wurden 3 Lieferungen von Südamerika nach Bulgarien mit insgesamt 740 Kilo Kokain registriert. Die Untersuchung ergab, dass diese Person der Anführer der Organisation in Bulgarien war, wo er das Kokain erhielt und alles organisierte, um es später in europäische Länder zu versenden, wo es gewonnen und verteilt wurde. Darüber hinaus überwachte er den Vertrieb in ganz Europa. Er gilt als gefährlich und ist möglicherweise bewaffnet. Norbert Kijona.
Der 50-jährige Norbert Kijona wurde von den Behörden wegen Drogendelikten zu einer Haftstrafe von 6,5 Jahren verurteilt. Seit 2016 versteckt er sich vor den Behörden. Er wird außerdem verdächtigt, seine kriminellen Aktivitäten als Mitglied einer organisierten Kriminalitätsgruppe fortzusetzen. Er organisiert die Produktion und den Verkauf von Betäubungsmitteln. Er bewegt sich hauptsächlich in der Tschechischen Republik, Polen und in Deutschland. Er ist bewaffnet und sehr gefährlich, da er eine militärische Ausbildung hat. Er sucht die Gesellschaft drogenabhängiger Frauen, er steht auf schnelle Autos und leistungsstarke Motorräder. Gegen ihn erließ die zuständige Justizbehörde der Tschechischen Republik den europäischen Haftbefehl. Ouali Karim. Am 27. April 2011 wurde im 11. Stock des Kontrollturms des Euro-Airports in Frankreich die Leiche von Sean Mayer, einem erfahrenen Fluglotsen, gefunden. Sein Arbeitskollege Karim Ouali wird verdächtigt, Sean mit einer Indianeraxt erschlagen zu haben. Karim flüchtete, verwischte seine Spuren und kaufte Mobiltelefone, die er woanders hinschickte, sowie Flugtickets, die er nie nahm. Seit April 2011 folgen die französischen Ermittler Karims Spur. Lange führte diese Spur ins Nichts. Karims letzte Sichtung war 2018 in Hongkong. Am 15. Februar 2021 wurde auf einer Hongkonger Dating-Website ein Pseudonym mit dem Nutzernamen Shemen entdeckt. Bei dem Mann auf dem Profilfoto handelte es sich laut den Ermittlern um Karim. Leider führte diese Spur nicht zur Festnahme Karims, weshalb der seit mittlerweile über 12 Jahren gesuchte Karim, der laut Ermittlern an Verfolgungswahn leidet, seinen Platz auf der EU Most Wanted behält. Cinque Granella Renato. Der 1949 geborene Renato wird wegen dem Angehören einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung sowohl als Mord, illegalen Waffenbesitzes und Erpressung gesucht. Seit 2002 fehlt von Renato jede Spur. Der Mord ereignete sich bereits 20 Jahre vorher, im Jahr 1982, und gilt laut den Behörden als einer der abscheulichsten Morde an der Camorra, die jemals begangen wurden. Die Ermordung von Gianmarco Fantini. Fantini wurde im Januar 1982 getötet und in Stücke gerissen. Das Opfer wurde in ein Laken gewickelt und im Kofferraum eines Autos gefunden. Der Kopf, die Hände und das Herz wurden entfernt und in 2 Plastiktüten im Inneren des Autos gefunden. Roberto wird auch als verantwortlich für das Massaker an dem Leiter der Ermittlungseinheit von Neapel, Antonio Amaturo, sowie seinem Vater Pascal Paolo angesehen. Antonio sowie Pascal wurden durch eine Feuergruppe der Roten Brigaden, eine politische terroristische Organisation, auf der Piazza Nicola de Amaro erschossen. Leon Rosins. Der 53-Jährige wird von Lettland gesucht. Leons gilt als Verdächtiger eines besonders grausamen Mordes. Am 16. April 2023 in Lettland in der Region Jēkabpils blockierte Rosins die Straße vor dem Auto seiner Ex-Frau, seines Sohnes und der Mutter seiner Ex-Frau. Rosins schlug die Türscheibe des Wagens ein und fügte im Beisein seines eigenen minderjährigen Sohnes sowie seiner Schwiegermutter, seiner Ex-Frau mehrere lebensgefährliche Schnitt- und Stichwunden im Bereich von Gesicht und Hals zu, die direkt zum Tod seiner Ex-Frau führten. Das Portal Delphi berichtet, dass der jüngste Mord nicht das erste Mal war, dass Rosins sie mit einem Messer angegriffen hatte. Die Angehörigen des Opfers sagen, dass er am 18. Februar 2022 in der Nähe eines Einkaufszentrums einen weiteren Angriff verübte. Rosins hatte sie mit einem Messer angegriffen und ihr Gesicht und ihre Arme verletzt. Für diesen Angriff wurde Rosins zu einer Geldstrafe von 500 € verurteilt. Eine andere Ex-Frau befand sich in einer ähnlichen Situation wie sein jüngstes Opfer. Nach der Scheidung der beiden begann er auch sie zu terrorisieren. Auch diese Frau sagte, sie habe nie wirklich Hilfe von den Strafverfolgungsbehörden erhalten. Sie schrieb Beschwerden und Schutzanträge an die Polizei und den Präsidenten Lettlands. Das hat aber alles nichts gebracht. Sie hat ihre Adresse geändert und lebt in der Angst, möglicherweise sein nächstes Opfer zu werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Rosins Selbstmord begangen hat. Gegen Rosins laufen 19 Strafverfahren, davon 18 wegen Nichteinhaltung seiner einstwilligen Verfügung. Mögliche Haftstrafe 20 Jahre. Mustafa Mehmet Shakir. Im September und Oktober 2009 beauftragte Shakir in krimineller Vereinigung mit 4 weiteren Tätern einen bulgarischen Staatsbürger, illegal Heroin aus der Türkei nach Bulgarien zu transportieren. Das Verbrechen wurde am 7. November 2009 begangen.
Der Drogenkurier wurde mit über 27 Kilogramm Heroin festgenommen. Außerdem wurde er wegen Mitgliedschaft in einer organisierten Kriminalitätsgruppe verurteilt, die mit dem Ziel gegründet wurde, Drogenkriminalität zu begehen. Für beide Verbrechen wurde Shakir zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Tomislav Solcik. Tomislav wird beschuldigt, Mitglied einer organisierten kriminellen Bande gewesen zu sein und einen Mord sowie einen versuchten Mord begangen zu haben. Zuerst wurde ihm nur die schwere Körperverletzung vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft änderte den Vorwurf jedoch auf Mord. In engen Kreisen wird Tomislav wegen seiner korpulenten Statur Riese genannt. Er soll bis zu 2 Meter groß sein. Seine letzte Meldeadresse liegt in Zagreb. Der Haftbefehl erhält Informationen aus einer Akte, in der er Gewaltverbrechen begangen hat. Schwere Körperverletzung, versuchte Erpressung, Zusammenstoß mit einem Polizisten mit seinem Auto und so weiter. Tomislavs Verbrechen wurde auf der EU-Most Wanted-Seite bereits mehrmals geändert. Da der 37-Jährige verschwunden ist, wurde er ohne seine Anwesenheit verurteilt. Zuerst zu 30 Jahren Haft, später jedoch zu 19. Tomislavs Anwalt bestreitet, dass er überhaupt an der Nähe des Tatorts gewesen ist. Es kann nicht sein, dass Tomislav verurteilt wird, obwohl er nicht da ist, so sein Anwalt. Tomislav gilt als gefährlich und möglicherweise bewaffnet.